We know that we have a team that can compete at the highest level in Europe. Wir sind beständiger Gast bei der Champions League und wir wollen im europäischen Spitzenfußball spielen. Wir haben jetzt in 4 Jahren 3-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen. We never change our identity. We know where we want to go. We are here for one purpose, and the purpose is to make Bayern München as good as they can be. Was passiert denn so auch noch neben dem Platz? For me, it's much more than titles. It's to create something beautiful. Das, was die Mädels auf sich nehmen, das zeigt sich ja auch jetzt hier in der Doku. Es ist schön, wenn man da mal Einblicke hat, weil es ist halt einfach nicht kein Amateurgekicke, sondern es ist einfach professionell auf ganzer Linie. Und es wird auch noch professioneller werden. Das Schöne im Fußballsport ist, und das wollte ich nie missen, ist wirklich diese Gemeinschaft. We're a team where we're not only a team, we're a family. These are the people that I spend more time with than I do my actual family. We stick together, that's like, then you know you have something special. And I know for a fact it's not like that in every team. We take care of each other. You can talk to everyone on the team. Mega schön, in so einer Mannschaft spielen zu dürfen, die Chance zu haben und sich in so einer Mannschaft entwickeln zu dürfen. Und deswegen, ja, freue ich mich da einfach jeden Tag, wenn ich mit solchen Spielerinnen am Platz stehen darf. Es ist was Besonderes hier, weil wir auch außerhalb vom Platz einfach extrem eng sind, weil jeder mit jeder extrem gut kann. Ja, und weil wir irgendwie so eine Einheit sind. Dieses Mir ist an mir, wir haben das, glaube ich, sehr gut mit Leben gefüllt. Unsere Mannschaft zeichnet das einfach total aus, dass die eine für die andere einsteht. This, I think, separates the best from the second best. Wir können für junge Mädchen begeisternden Fußball auch zeigen. Wir haben Role Models, wir können Vorbilder sein. Das ist, glaube ich, total wichtig. Manchmal muss man sich da selbst auch kneifen, dass es eben so weit gekommen ist und möchte dann einfach für ganz viele kleine Mädchen und Jungs diese Vorbildfunktion auch einnehmen. Ich bin ja noch mehr als die Fußballerin und ich kann auch noch mehr. Bist du erfolgreich, ist alles gut. Bist du nicht erfolgreich, dann kriegst du halt ordentlich auch mal einen, ne? Was die teilweise leisten, ist extrem und das könnten ganz viele Menschen gar nicht leisten an der Stundenzahl, an der Schlagzahl. Ja, was ich voll gemerkt habe, ist, dass wir jetzt ja mit unserem Sportpsychologen da einfach Hilfe haben und mir hilft es total, wenn der mir einfach erklärt, warum Phänomene ganz normal sind. Frauenfußball ist es dann doch mehr an der Tagesordnung, dass auch die Spielerinnen da sehr offen sind, Themen ansprechen, die ihnen am Herzen liegen, die für sie wichtig sind. Und das macht sie auch noch mal authentischer. Wenn du eine Spitzenspielerin bist, bist du auch immer Reflexionsfläche für unfassbar viele Menschen, denen du ein Vorbild bist. I'm grateful that it's possible for me to make a change in society, that I have a voice, I have a platform now that I can use to make the world a better place for some people. You want to win the championship, huh? Must be strong. We have so many messages about how we have helped people to feel more comfortable with their own sexuality and with themselves. That makes it all worth it. Just getting one message where someone says, "You have really helped me." Then I think whatever we have done makes it all worth it. Auch jungen Mädels zeigen, es ist egal, wen oder was du liebst, Hauptsache du bist happy. Da sind die Frauen viel, viel weiter als die Männer. Bei den Männern ist es immer noch ein Geheimnis und es traut sich kaum einer der Spieler, sich zu outen. It's my passion that I actually get to be a role model and I get to share my values. Ich freue mich, dass die Entwicklung so ist und ich glaube, dass wir noch nicht am Ende sind. Es liegt an den Spielerinnen, dass wir das jetzt halt vorantreiben weiter. Der ewige Rivale ist ganz klar der VfL Wolfsburg, weil das seit vielen, vielen Jahren so ist, dass man sich immer um Platz 1 und 2 streitet, dass mal Wolfsburg die Nase vorne hatte. Das sind einfach immer Spiele, die
absolut auf Augenhöhe sind, wo es einfach um alles geht und wo man weiß, dass die Spiele dann auch vielleicht den Ausschlag geben, wie es dann am Ende der Saison in der Tabelle aussieht. It's been a long rivalry between these two teams and this year was nothing different. That was the most important game. It was the point in the season where we needed that win in order to put ourselves in the best possible position for the trophy at the end. They play for their life, we play for what we want. But go up and you need to show yourself from your best version, okay? Today it's a day where we're gonna be great. That's the moment, okay? Auf geht's, come on! Most of the players have never won a football match in Wolfsburg, ever, in their career. So that was also something that we wanted to focus a little bit on. That it was maybe time to show ourselves from who we really are when we also come to Wolfsburg. Und irgendwie ist man dann auch noch mal extra motiviert, wenn es gegen, wie Alex sagt, the Green Team geht. It was at a really important time in the season as well, not just because of what game it was, but because of when in the season it was. Rein persönlich hat, glaube ich, jede von uns das Gefühl, dass man dort nicht gewinnen kann. Ich glaube, das spricht natürlich auch voll für Wolfsburg. Jeder hat irgendwo eine Rechnung offen mit denen. Going back to Wolfsburg, you wanna go there and win. Die Leute, die hier vom Hotel dann auch stehen und Autogramme haben wollen, das ist natürlich cool. Dankeschön. Ich glaube, wenn man da sich kurz wirklich 2 Minuten, 3 Minuten Zeit nimmt, dann macht man an dem Tag Leute glücklich und ich glaube, das ist für uns alle irgendwie selbstverständlich. Ich nehme die kurz selber. Auch wenn wir das schon 100.000 Mal gemacht haben, aber genau, es ist ja an sich kein großer Aufwand. Wir spielen im großen Stadion. Ich glaube, es ist ausverkauft, das heißt, es kommen fast irgendwie 30.000 Leute. Und das ist schon immer ein Highlight und ich glaube, das macht dann wenig aus, dass es auswärts ist. Also, kommen Sie rein. Hier mein Zimmer. Wunderbar. Das ist ein Zimmer? Ein Sauna. Ja, zum Abschied, ne? Ja, zum Abschied. Mein letztes Spiel in Wolfsburg mit 3 Punkten und ein Staff-Meeting heute Abend in der Sauna. I live here. You want to see my room? It's bigger? I don't know where I didn't see you. But I'm going to change. You want this? Check me. Check me. Herzlich willkommen. Now you saw this already? It's Finland. I need to. No, I'm going to give it to one of the girls, 2 of the girls. Last time I did it with Yuri and Julie, and I will give it to 2 of the girls. This is not from me, you know. I come from Norway. I come from the hard times, hard cities, from the streets. Ja, mal Tag live, ja richtig Tag live. What we have done for a long, long time has been really, really good. Even though we sometimes don't feel it ourselves, because we are so close to it, sometimes there is noise and people get emotional about situations and single games and single situations. I'm not talking about that. I'm talking about the term of a longer period. We've been good. Last time we lost the game in the league was here 1.5 years ago. That's crazy. 33 games ago. This needs to give us confidence. And by saying the last thing I said, it's the only ground that I never won. In Germany, it's here. Or in this city. I really like to change that. That's why here at Bayern it is so special, because everybody's here to win or here to improve or here to get better, and I think that's what's special, is the fact that we're all in exactly the same situation, so we might as well utilise each other while we've got each other. In England it
raised a lot of eyebrows when Georgia went to Bayern Munich, and she was at a good club at Manchester City. She's been given the number 8 for England. Yeah, I think it was definitely a surprising move, and it's great to have a player like her at Bayern Munich. She's admired by the fans. She really feels the love from the Bayern Munich fans, which is amazing to see. I was crazy. I was a bit of a loose child. I always had to be on the move. I wasn't somebody that could sit still. I couldn't draw, I couldn't be creative, I couldn't sit and watch a film. I was the kid that was always active, whether it was rain or shine. I was outside, I was on the trampoline, I was finding things to do. From a very early days, I used to play football in the house with my brothers, in the garden. Wherever we had the opportunity, even if we were going on a family walk, there was always a football coming with us, and somehow we'd turn it into a 2v2. An early memory of me playing with my brother's team. He's 4 years older than me. He was playing at under 7s at the time, so I'd only been 3-4 years old, and just going around kicking shins. I was always the sibling on the sideline that was always asking the coach if they could join in. Yeah, that would make up for the amount of times you turned up late to the meeting. Exactly what we need. 200 per person, and you. Yeah, exactly. For me, it's more about building connections as I go through my journey, meeting good people, trying to stay in contact with good people. I think in terms of creating the personality that I am now, I think it just stems from my parents. I think they are massive influences on my life, spending every day with them. My parents are split, so I was able to get a good equal chance with both parents, and I was able to get quality time with both my parents. So I think that's kind of stemmed to the personality that I am today. You have our hearts. I think the biggest thing in moving to Munich is that I moved alone. This is something that I've never really done before, being so alone. I think over the last 2 years I've learned to love myself because I've spent so much more time with myself. Something that is really important to me is the tattoo studio in Munich. Pardon Paris has become a massive part of my life. I probably spend 3-4 nights a week in the studio, just talking with them, obviously a little bit of tattooing on the side. But they've kind of become my people outside of football. They're my escape from not talking about football and not being surrounded by football all the time. They're the people that I can go to, I can talk about absolutely anything. I've always struggled with opening up, finding my emotions. A lot of girls here say that I'm a little bit direct and that I'm a little bit cold-hearted, which is okay. Yeah, she's actually a lot different than what I thought she was like, to be honest. Last year we were not so close, and this year we've grown a lot closer because we live next door. And I think from the outside she looks very hard, has a hard shell, and she's this tough player on the pitch. And she raises her voice and screams at people, and goes for every 50-50, even if it's 60-40, she'll go 100% in and probably win it. I think it's just this hard shell that she has, but once she let you inside of the shell, she's the nicest girl ever. Wir kennen uns jetzt, glaube ich, seit einem Jahr, und auch wenn ich sie vergleiche von vor einem Jahr und heute, auch jetzt heute hat sie richtig Farbe bekommen. Also du merkst schon, sie lernt jetzt diese Spots von München kennen, sie geht sich sonnen, sie geht da in die Isar, sie macht das. Und alles aus allen Gesprächen, was ich raushören kann, ist, dass sie sich hier mega wohlfühlt. At the studio, I just felt normal to be able to talk about who I am and how I am and what was going on in my life. And it kind of became, and it is now, is my safe space. Ich vertraue ihr, ich weiß, dass sie schon übt. Ich habe schon ein bisschen gesehen, was sie da so probiert hat. Aber wir haben natürlich auch schon Späße drüber gemacht. Selbst wenn es nichts wird, dann haben wir eine coole Geschichte, was uns irgendwie für immer verbindet. Und deswegen, also ich bin da auch
recht stressfrei, um ehrlich zu sein. Für mich wird keine Welt untergehen, wenn es jetzt nicht der exakt perfekte Blitz ist, aber trotzdem vertraue ich ihr da. I've got a really good relationship with Carol. So I knew that we'd get on because we'd laugh at the same things and we had the same friendship group, and there'd be times where we'd want to communicate, but there was the language barrier that was stopping us from communicating. She wasn't so confident with her English, and obviously I didn't know German. But yeah, she's somebody that has got such a good soul. Ich glaube, das ist gut hier, wenn das so ein bisschen neben dem Knöchel ist, so weit unten, ne? Kannst mal drauf, vielleicht ist ja das zu hoch. Das vierte. Wo ich jünger war, zwischen 17 und 20, habe ich Gas gegeben und dann habe ich jetzt echt eine lange Pause gemacht. I'll be happy when this glove's on. First challenge. Yeah, literally. This might be harder than the tattoo. Linus, how do you do this on a hot day? It's impossible. Yeah. Yeah. It's very high. Before it, I was terrified actually. I started stressing out a little bit because my hands were too sweaty and I couldn't get the gloves on, and that's kind of when it builds up, when the little things kind of don't go to plan. There you go. Nervosität. Ich habe sie jetzt auch gerade bewusst mal mit meinen Sprüchen in Ruhe gelassen. Ich glaube, sie braucht jetzt mal einen Moment für sich. Aber ich verstehe es auch, muss ich sagen. Weil du ja prinzipiell was drauf machst, was dann halt erstmal bleibt. Oder bleiben sollte im besten Fall. Deswegen. Aber ist das jetzt, sind das fremde Gesichter gerade noch? Bleibt es dabei oder? Ja. Also weil es ist ja eh nur grob. Ganz ehrlich, ganz grob sehe ich da eh meine Mom drin. Naja, das kann ja trotzdem, das ist ja für dich die Bedeutung, die möchtest. So, Genau. If one of us is getting kicked or goes down, I want the other ones to stand up for her. Come on, bam. I love that team spirit going in. Don't let that accept it. He's so focused and obsessed with football in the best possible way, I think. Sometimes it's maybe a little bit unhealthy, but I love it. I think it's those type of coaches are the best coaches, in my opinion. We knew about Wolfsburg's strength and we knew about where we could hurt them. Alex ist manchmal schon auch so ein bisschen dieses verrückte Genie, der eine ganz eigene Dynamik hat und der es immer wieder auch schafft, uns zu überraschen. Well, both these ones has been like, now we get to pass one touch it forward. On the right foot and boom. This is a pattern. Yeah. Coming in. Or also put it in behind the full back. Yeah. So frustrate her, foul when we can early on, just to, you know, in areas where we're okay. We can do it, yeah. Exactly. Bei mir ist es ja so, ich bin seit 2019 hier und habe noch nicht dort gewonnen. Und ich glaube, das ist dann so das eigene Ziel, das man sich setzt. Aber jeder hat irgendwo eine Rechnung offen mit denen. Dann kommst du da an, dann ist alles giftgrün. Das ist schon immer ein besonderes Gefühl irgendwie, wenn man auch weiß, man hat in der Vergangenheit oft eben Punkte dort gelassen. Das möchte man nicht auf sich sitzen lassen. Wir wussten, wir gehen hin und Wolfsburg muss alle Karten auf den Tisch legen. Und wir wollten einfach alle Karten auf den Tisch legen. Ich glaube, das war so zwischen muss und wollen. Und für uns war es einfach wichtig, dass wir es mehr zeigen, dass es einfach in uns lebt, dass wir dieses Spiel gewinnen wollen, dass wir uns diesen Abstand auch erarbeiten wollen. No, I think it's good that we can be relaxed but also focused at the same time. I think that's the best way you can be before a big game, actually. Of course, you should not only have fun and don't take it serious, but that's not the case. We're like relaxed but focused. Ich glaube, dass wir uns alle echt viel vorgenommen hatten, weil wir ja ganz lange Zeit auch in Wolfsburg nicht gewinnen konnten.
hatten aber einfach super Rückenwind, auch aus den vergangenen Wochen. In the dressing room, the players were calm, their shoulders were down, they were not stressed. All day, all week, waiting for this. Don't give away the ball in stupid situations, you know, because they will go in immediately. So think about it. And if we have time, we need to go in and gegenpress immediately. They will be crazy in the start. They will go. The intensity is going to be there. We need to be ready for it. And when we are ready and we are good on the ball, bam, we will hurt them. Make sure it's us hurting them, and you need to show yourself from your best version, okay? Today it's a day where we're gonna be great. That's the moment, okay? Off get, come on! Das Spiel in der ersten Halbzeit war erstmal wie erwartet, also total auf Augenhöhe. Ich glaube, da hätte es in beide Richtungen gehen können. Und wir haben uns dann auch wirklich nochmal eingeschworen, um zu sagen, dass wir heute die 3 Punkte mitnehmen. It's the first time I see you this nervous, I swear. I'm very hot right now. The last year, in every big game, it was not like this. Ist die Position gut, nicht weiter nach außen? I think it's nice there. Okay. Because also you have to look at your shoes. So say if your shoe would go here, this be the bottom. Ah ja, okay. Ja. Okay, now I relax. Okay, Georgia? Yep. And no pressure. Too late for that. Ich hab den Schmerz schon total vergessen, wie das war. Und manche sind echt unangenehm, manche gehen total. I think. Georgia, was it fun or just pressure? Gut gemacht, Georgia. Wow, I'm fucking dripping. I'm so fucking sweaty, it's crazy. Are you happy with the result? Yeah. You want to tattoo me? Gino. Ja, natürlich. Yeah, okay. If it's shit, it's shit. But I don't know how. I see if we can get I get the stencil. Du Scheiße, jetzt bin ich nervös. Initially, she was hyped. She was like, yeah, I'll give it a go. And then I think as soon as you start setting up and you start the process, I think the nerves built up a little bit. She was a little bit shaky, but that's normal. I also was when I first started her tattoo. Ich finde es halt heftig, wie die Nervosität gerade durch Hände, Füße, wie die rauskommt. Weil man ist ja jetzt nicht so, ich habe jetzt kein Herzrasen, aber nee, gar nicht. But I think the more you get into it, the more you kind of get your confidence and you get really satisfied by creating one really good line. Tattooing is crazy for your emotions, but the adrenaline that you feel afterwards is also crazy. Wenn du hier aufgehört hast, fängst du hier an weiterzuziehen. Also nicht am Ende der Linie, sondern ein bisschen weiter. Ich mache ein Stück von der alten Linie. Genau, weil du musst dir vorstellen, hier ist sie super gut reingegangen, die Nadel, und hier wenig. Now you are relaxed. Yeah, of course. My drama is over. Ja. Yes? Yes. Ja. Geil. Und nimm dir Zeit, sei ganz entspannt. Und gar nicht tiefer, einfach so bleiben. Oh Gott! How do you feel? It's crazy, huh? Yeah.
It's harder than it looks. Ja. Your first tattoo? Ja, stimmt. It's big. Ja. Bucket list. So, fertig. Und jetzt hat abheilen lassen und dann schauen, wie es sich entwickelt. But did you enjoy? Ja. Richtig. It's Es war a weird, richtig geil. Yeah, it's a weird feeling. Ja, es war richtig geil. But also, when you do one good thing, you have such a good feeling. Ja, ja. But then you do one shit thing and it goes boom. Tattooing gives me mad emotions, like football does. I've learned how to control my emotion within football, and something that I'm continuously learning. And both in tattooing and in football, it's little details. It's them little 1% that, make you better. And I think it allows me to be more free on the pitch because, my mind's free. Der erste Ball war Bombe. Der war perfekt. Wenn die Sorte Bälle kommen. Versuch sie zu kreuzen. Ja, ich weiß, aber dann kriegst du wahrscheinlich einen Schlag. Dann weißt du nicht. Das ist für mich schwer, ich weiß nicht, von welcher Seite. Ja. Wenn die flach sind, dann habe ich vielleicht... Aber ihr seid jetzt manngedeckt eigentlich, oder? Ja. Aber ich denke, wir können euch teilweise trotzdem über außen 1 gegen 1 schicken. Ja. Weil die warten nur darauf, dass wir ins Zentrum spielen. Mehr außen. Und dann ab und zu rüber. You played to cut it. Fatih played it long, but I was free. Natürlich ist es auch so, dass wir in der Kabine viel untereinander reden. Da haben wir uns auch sehr weiterentwickelt, einfach Feedback zu geben, Sachen anzusprechen, die man besser machen kann an unterschiedlichen Positionen. I think the time in football coaching where a coach goes in and says, hey, do this, do that, jump, it's gone. This generation that we are working with, they need to interact. And I think you get much more out of players if you get them to interact and be interested in what they're doing, just not being told what to do. This is at least the way I want to lead. I look at it as more like a learning process than a training process, you understand? First of all, well done. This is fantastic that we get the right distance. You see they split up and then we play it in here because then they go 2 against 2. Dass Alex eben in die Kabine kam und mit der Art und Weise dann aufgetreten ist, war in dem Moment genau das Richtige. Weil wir eben gespürt haben, die erste Halbzeit war gut. Wir haben keine großen Fehler gemacht. Es geht einfach darum, eben da noch Feinheiten anzupassen. Haben uns da noch mal ein paar Videoszenen mitgegeben, wo man auch die Räume noch mal besser erkannt hat. So if we get control here, all of this space is open. Just bumping it the opposite way. Sometimes when you're on the pitch, everything feels a little bit more stressed, more crowded. You don't necessarily see all the spaces, but then once you see it on video, it kind of like clears your head a little bit. You can be like, oh, there is a space there. And then you know what to look for. 45 minutes and it is like this. The game is good, it's a little bit like this. And now we need intensity, they will come with even more and we need to be ready. Die Gefühlslage war einfach bei allen da, dass heute da was zu holen ist. Und ich glaube, das ist schon sehr viel wert, wenn man spürt, dass halt innerhalb der Mannschaft einfach dieses Vertrauen da ist. Ich glaube, das haben wir dann auch in der zweiten Halbzeit ausgestrahlt, dass wir einfach dieses Vertrauen auch zurückzahlen möchten und alle daran glauben, dass wir gewinnen können. So I had a good feeling before the game, but then I think when we scored the 2-0, I was like, oh my God, we're gonna win this game. And then the 3-0, then Georgia just looked at me and she went, what is happening? We celebrated the moment and enjoyed those 3 points because it was very big 3 points. And I think it's important that once you achieve, because football is very
fast paced. There's always the next game. There's always something new to focus on. So it was important for us as a group and as a team to be able to enjoy. Schon ein spezielles Verhältnis, wenn man immer irgendwo um die Tabellenspitze kämpft. Und gerade im Hinblick auf die Meisterschaft ist das natürlich ein Meilenstein, den man dann auch gegangen ist. Ja, krass. Erste Mal mit Bayern hier in Wolfsburg nach 4-0. Fühlt sich gut an. Echt geil. Mein erster Sieg in Wolfsburg. Das war echt mein erster Sieg in Wolfsburg. Krass, oder? Das ist meine... Warte mal kurz, ich hatte 8 Saisons in Essen. Das ist meine 4. Scheiße. 12 Jahre spiele ich jetzt in der Bundesliga und das ist mein erster Sieg in Wolfsburg. Es ist so geil. I like to share my wins and my victories with my closest ones, especially my wife. And yeah, she's so engaged in this. When it's games on TV, she don't like to watch it, so she just follow the score. So, and of course, it was a big game, and it was when you come out on top of these games, I needed to call her and just say, hey, you can calm down. Everything went well today. So that's more about this, yeah. Wir haben am nächsten Tag frei bekommen. Und dann dachte ich, okay, es wäre total cool, wenn ich jetzt nach Hause fahren könnte. Meine Mama hat Geburtstag gefeiert. Ich wusste, das Haus ist voller Freunde und Bekannte von mir. Und irgendwie hatte ich total Lust, dabei zu sein. Ich hatte meinen Bruder angerufen zu Hause und gesagt, okay, kannst du mir was organisieren? Schau mal nach. Und dann hat er nur gesagt, du musst Zug fahren, es geht gerade nicht anders. Und dann dachte ich so, oh, Zug fahren, ja gut, ich habe jetzt nur die roten Klamotten. Mutig, aber egal, mache ich jetzt. Ja, ich hatte schon so ein bisschen ein mulmiges Gefühl, auch weil ich weiß, ich laufe jetzt in den Bahnhof voller Wolfsburg-Fans, wo wir gerade 4-0 gewonnen haben. Grundsätzlich habe ich jetzt keine Angst gehabt, aber ich wusste halt auch einfach nicht, was mich erwartet. Ach cool, ja dann. Ist ja auch kein Riesenbahnhof, sondern eher ein kleiner Bahnhof. Das war echt cool. In dem Moment habe ich mich dann auch wieder total sicher gefühlt. Auf dem Gleis haben dann 1, 2 nacheinander die Leute eigentlich schon auch gesehen und haben lieb nachgefragt, ob sie vielleicht ein Bild machen können. Es sind dann auch irgendwie cool, dass es selbst die Auswärtsfans interessiert oder die sich freuen, mich dann zu treffen. Übrigens, großes Kompliment. In Essen hast du das gemacht, da bist du in den Fremdblock gegangen. Beim letzten Auswärtsspiel. Das war super. Kannst du es auch noch auslösen? Ja, das ist so. Können wir ein Foto zusammen machen? Ich war noch eins so. Dankeschön. Gutes Spiel. Ich habe das Julia gewünscht, aber sie hat das geantwortet. Ich hab schon Glück mit der Auskunft. Ja. Das will zu viel Eindruck. Ja. Ja, fühlt sich wahnsinnig gut an. Einmal, ich hatte es, glaube ich, die Tage auch schon gesagt, so die Historie hat ja nicht so für uns gesprochen. Seit 2008 hier noch kein Spiel gewonnen. Wir sind seit 2016 beim FC Bayern, also haben wir schon herbe Niederlagen, sage ich mal, eingefahren. Und umso schöner, dass wir heute ja, nicht nur die 3 Punkte geholt haben, sondern auch ja, einfach 4-0 gewonnen haben. Heute ein sehr überzeugendes Spiel, obwohl es immer auch eng war. Ja, aber es fühlt sich gut an. Ich glaube schon, dass wir das ein oder andere Bierchen heute trinken dürfen und dann ja, den Abend auch schön ausklingen lassen. Es ist echt groß für uns, dass man hier 4-0 gewinnt. Das ist nicht selbstverständlich und es kann natürlich ein bisschen feiern. Man kann immer alles geben, aber man muss auch mal einen nehmen. Es hat sich jetzt aber nicht die ganze Saison abgezeichnet, dass es so laufen wird. Ich glaube, gerade zu Beginn der Saison sind wir schon eher holprig reingestartet. Das hat man aber auch beim Staff gemerkt und so allgemein bei der Stimmung auch im Team. Und klar versucht man immer positiv zu bleiben. Aber ich glaube, es hat jeder so ein bisschen gespürt, aktuell geht es nicht so einfach. Und aktuell, die Situation kennen wir auch so nicht.
Nürnberg gelingt eine kleine Sensation und er kämpft sich einen Punkt gegen die Bayern. The disaster that cannot happen is what happened in Nürnberg. That doesn't happen to a team like us. The level that we want to be at. We could be 6 points ahead in the league. We could be on top of the Champions League group, but we are not. And it's nobody else's fault than ours.